Gott. Grüß Gott. So, komm rein. Was geht? Die machen wir. Willst du noch einen Kaffee haben? Na, danke schön. Hier zum Frühstück. Das Schlimme ist... Ja, dann Wissen gehen wir in tut den man's. Brot an. Das ist das Allerwichtigste. Ja, auf die Drahtbahn, genau, mit unserem Schlitten. Und dann bleiben wir da oben und dann setze ich mich Sitzt du in die Sonne? raus in die Sonne. Ja, Mama. Ah, das ist wirklich zu weit. Und noch Sölde, das Setz dich hin. Ist ein Kaffee. Ist ein Kaffee. In 2 Stunden. Schwarz war es. In 2 Stunden. Ja, damals Ja, auch schon. ich war fest geschlafen. Vorher, ich war fest geschlafen. Kaffee. Bist du bewerben? Nein, danke schön. Gar nichts. Überhaupt nicht. Ich hab so getrunken und jetzt viel später. Ich bin jetzt gerade essen gewesen daheim. Und mir gedacht habe, dass wir rausgefahren und Frühstück wird spät. Fahren wir durch, weil die Mittagszeit, ne? Und Föhn. Ja, das Ist ja nicht der Mensch. Deshalb. So. Hast du deine Freundin schon gesehen? Nein. Wo ist sie denn? Ist sie gar nicht da? Kann ich ein bisschen Musik machen? Ich bin 27, das ist ja nicht so alt. Ich will nicht mehr meine ganze Kraft und meine Nerven nur für diesen Beruf hergeben. Es ist mir nicht mehr genug. Es genügt nicht mehr. Sie wollen weg aus Paris. Ja. Das hat gar nichts mit Paris zu tun. Wie sieht denn in Paris so ein Tag aus bei Ihnen, wenn Sie in Paris sind? Wenn Sie nicht arbeiten? Aber wenn ich nicht arbeite. Oh, das war lange Zeit überhaupt nichts tun. Damit sehr viel Energie und wirklich bewusst mich herausgewurstelt habe aus diesem Nichtstun. Denn wie gesagt, solange das... Es war ein Film, eine Arbeit zu Ende und ich wusste nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Dann habe ich lang geschlafen. Nicht einmal Energie, keine Energie, nicht einmal zum Spazierengehen oder irgendetwas. Banales, Normales, Simples, was weiß ich. Alltag. Das ist ja wichtig. Man muss ja... wissen, was der Alltag ist und wie man ihn lebt. Und deshalb das war Paris sehr lange Zeit so. Mein Gott, was war? Nichts. Ich forciere Dinge zu besorgen. Ja, das hat mir dann auch manchmal Spaß gemacht für die Wohnung, wenn sie auch gemietet war und nicht meine eigene war, etwas zu kaufen für die Wohnung oder... Manchmal von Zeit zu Zeit Freunde einzuladen, das war aber auch sehr selten, denn mein Gott, wenn ich darüber nachdenke, so lange, über 2 Jahre, fast 3 Jahre in dieser Wohnung und habe eigentlich ganz selten, war mit Freunden dort, habe ich selten... Dazu muss man ja auch also Hausfrau sein können oder sowas und das kann ich nicht. Da hatte ich dann, natürlich hat meine Sandra, die hat immer alles arrangiert und wunderbar gemacht und dann, aber das war eben selten, das also,
irgendjemand kam und ich am Abend zu Hause mit irgendwelchen Leuten war, oft, also meistens allein. Oder ich bin ausgegangen, oder ich bin ins Kino gegangen, bin ins Theater gegangen, das ist selbstverständlich viel Liebe. Und ich war auch viel weg. Ich war nicht immer in Paris, wenn ich nicht gearbeitet habe. Ich bin weggefahren, ich war am Meer, ich bin, ich weiß nicht, Côte d'Azur gefahren. Ich habe diesen krankhaften Ehrgeiz verloren. Natürlich gibt es etwas anderes. Mein Leben, mein Privatleben, worüber ich wirklich bestimmt, also noch vor 2 Jahren. Das heißt, nein, darüber nachgedacht, mir darüber Gedanken gemacht, immer eigentlich. Aber das war so momentan und dann kam die nächste Arbeit und dann kam wieder die nächste. Aber ich hatte gar nicht viel Zeit dazu, wollte sie wahrscheinlich auch nicht haben. Denn es gab eben damals nichts anderes. Als nur die Arbeit, nur den Beruf. Aber ich habe nicht mehr diesen Ehrgeiz, ich habe nicht mehr die Kraft und ich habe auch nicht mehr die Nerven. Und ich will auch nicht mehr. Weg von dem ganzen Getue, von dem ganzen Theater, dem ganzen hektischen, enervierenden Paris. Ich werde es immer lieben, ich werde immer wieder mal hingehen, aber dann ist es aus
ist es also Arbeit oder einmal, was weiß ich, zum Geld ausgeben, aber dann wieder weg. 6 Jahre, das genügt jetzt. Ich bin kein Großstadtmensch. Ich will mich nicht irgendwo eingraben, was weiß ich. Irgendwo hoch auf den Bergen oben, das könnte ich auch nicht aushalten. Ich bin nie zu jung und ich möchte schon. Ich bin gern von Zeit zu Zeit weg, aber dort leben ständig weg. Das kann ich nicht mehr. Nee. Genau wie ein gewisser Ehrgeiz und eine gewisse Ambition habe ich verloren. Genauso habe ich verloren dieses unbedingt, ich versäume was, wenn ich nicht jeden Tag in der Großstadt bin und dort lebe oder irgendwo wie Paris oder was weiß ich wo und dann ausgehe und Leute sehen und denke, ich weiß nicht. Einerseits bin ich wirklich dazu gemacht und andererseits überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Jedenfalls nicht für das sogenannte Star System, das ich hasse. Naja, der nächste Film wird ja anders sein, nicht? Oh ja, ganz anders, ganz anders. Eine kleine Crew. J'ai-tu peur? Und Papa? Je vais rester là. Je n'aime plus rien. Je m'en fous, viens. C'est drôle, tu sais. Je n'aime plus rien que lui. Ce petit bout de rien du tout. Ce petit garçon. Ce petit garçon. C'est drôle. Ja, 145 Äste. Je suis consciente, tu sais. Je ne crois pas. Ce petit garçon ou un autre. Je ne crois pas que... C'est l'idée, tu comprends? L'idée, c'est ça. C'est tellement fort. Tu ne peux pas savoir, c'est drôle. Tu sais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas rentrer. Si, viens. Je vais revenir ici. C'est vrai? Oui. Mais puisque je n'aime plus rien, toi non plus. Ça ne fait rien, viens. Ganz anders, gar kein Firlefanz und diese ganzen. Deshalb habe ich auch den Fred gebeten, er soll sich kümmern um Publicity, denn natürlich braucht man Publicity während eines Films und jeder Schauspieler braucht ein bisschen Publicity, also jedenfalls Filmschauspieler. Aber ich möchte Theater spielen. Ich möchte es wirklich. Ich habe eine scheiß Angst davor, aber ich möchte es. Wenn ich das, Herr Süberberg, wenn ich mir manchmal vorstelle, ich träume ja davon, also ständig fast, wenn ich mir dann vorstelle, ich würde es schaffen und ich hätte, sagen wir, also was weiß ich, ein Burgtheater, also Akademietheater in Wien wirklich einen Erfolg und also ich meine, das auch das, was nicht nur ich allein, sondern man würde ein wirklich glänzendes Stück finden, ein neues, modernes, was ich mir wünsche, also das wäre das Richtigste, das Klügste, glaube ich, aber es ist auch das Schwierigste zu finden. Dann, die Vorstellung ist also unbeschreiblich. Ich glaube, ich wäre sehr glücklich. Das wird mich sehr glücklich machen. Aber dann kommen wieder so die Gedanken und die Angst, dass ich mir was durch Lampenfieber und
Nerven, dass mir die Nerven durchgehen, dass ich muss mir dadurch also verpatzt. In Wiesbaden war das damals, Außenaufnahme in Wiesbaden. Wenn der weiße Flieder wieder blüht, hieß der. Mit meiner Mutter, Willy Fritsch, Paul Klinge, Hertha Feiler. Das ist, ja, über 10 Jahre her. Das ist nicht zu fassen. Ich bin ja nicht die Einzige, es haben ja viele so früh angefangen, aber die dann sagen würden, naja schön, ich war nie wirklich 14, ich war nie wirklich Teenager oder was immer. Ich hatte einen wirklichen Beruf, ich habe gearbeitet, aber das habe ich ja wollen. Ich habe mir ja gar nichts anderes gewünscht, wenn ich hätte können, wenn das möglich gewesen wäre, hätte ich mit 7 im Landestheater Peterchens Mondfahrt gespielt in Salzburg. Was alles. Hauptsache nur spielen. Ich meine, ich hatte ja nie was anderes im Kopf. Ich habe ja auch in der Schule nur gespielt. Während des ersten Films wurde ich 15. Ja, ich hatte Angebote immer wieder dieselben, nicht? Bis ich dick und fett geworden wäre und in keine Reifröcke mehr reingepasst hätte. Davor bin ich ausgerissen und überhaupt. Weg. Nach Paris bin ich dann weg. Und ich habe 2,5 Jahre nichts getan. Gesucht. Ich habe ja viele Jahre, 3 Filme pro Jahr gemacht. Haben Sie mal gezählt? Gezählt, ich habe einmal, ja, aber jetzt bringe ich es nicht mehr zusammen. Ja, circa. Circa, was weiß ich, 25, sowas. Etwas mehr vielleicht. Auf jeden Fall zu viele. Wenn das Unbewusste dann nicht mehr existiert, wenn das Unbewusste weg ist, verstehen Sie? Und das ist ja, es geht 1, 2, 3, vielleicht sogar 4 Filme, aber dann fängt man ja mal an nachzudenken, nehme ich an. Also ich jedenfalls. Und dann wird es etwas ernster, man ernsthaft den Beruf macht. Dann wird's viel schwieriger, natürlich, und es wird immer schwieriger. Ich könnte mir alles viel leichter machen, sicher. Aber das ist langweilig. Das ist langweilig. Ich weiß nicht, jahrelang hätte ich's. Ich hätte ja immer nur Ja sagen müssen. Wunderbar, gar keine Schwierigkeiten. Das lief alles wie ganz glatt. Wir schwimmen mal weiter mit demselben lauwarmen Brühen. Und es ist recht einfach, es gibt keine Probleme. Und es ist kommerziell. Und so ist es nicht. Also, ich finde das nicht, das langweilt mich total. Wenn mir mal jemand gesagt hat, das ist ja wirklich deutsch. Das ist das berühmte himmelhoch jauchzt zu Tode betrübt. Ja, es trifft auf zu, das stimmt schon.
Monsieur Kostowitz, j'avais 19 ans quand je vous l'ai confié. La vie n'a pas été aussi simple que je croyais. J'ai fait une salade. Ah, ça alors, dans le plan général. Ah, rien. Le pain aussi, quand il est remonté, quand elle a parlé aussi, très bien. Ich nehme mich gar nicht ernst. Ich mag wohl so aussehen manchmal, aber ich nehme mich nicht ernst. Bestimmt nicht so ernst, um darüber um nachzudenken. Mich zu fragen, warum interessieren Sie sich für mich? So viel außer der Arbeit. Warum? Nee. Ich verbringe meine Zeit lieber nicht. Ich will es nicht wissen. Ich meine, ich will es wissen, aber dann soll mir jemand anderer erklären. Ich selber, warum soll ich... Ja. Zu Sissis Seiten war es klar, nicht? Sie deckten sie mit einem gewissen Typ, einer Idealvorstellung. Es gibt ja so viele, das ganz ähnlich ist oder vielleicht sogar gleich, das Gleiche gemacht haben. Oder viel mehr Grund geben. Ja, die Sissi ist tot. Wenn Pommy Schneider heute interessant ist, dann muss etwas anderes dahinter stecken. Was kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe eines Tages, dass man sagen wird, ihre Arbeit, was sie gemacht hat, was sie spielt, was man da oben sieht, sei es im Theater oder im Kino. Glauben Sie, dass es heute schon so ist? Das Interesse Ja, ist ich auch. habe den Beweis. Und es gibt nicht so viel Grund, muss ich sagen. Denn was war schon so enormes? Was war schon so? Ein paar ganz wenige Dinge, worüber ich selbst sagen kann, das freut mich, das war ganz gut, ich war zufrieden. Aber das ist zu wenig. Und das ist gar nicht mehr aktuell. Wie ein erstes Stück in einer anderen Sprache, in einer anderen Stadt. Oder etwas wie eine Rolle in Boccaccio, der Prozess der Kardinal. Und das ist aber auch schon alles. Jedenfalls nicht genügend. Offensichtlich nicht genügend, dass die Presse sich und auch das Publikum, selbstverständlich, das wird ja mitgezogen durch die Presse, mehr für meine Arbeit interessiert. Offensichtlich also nicht genügend. Simply teeming with sex, a gay divorcee who is after her ex. It can be Oedipus Rex, where a chap kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work by the boss, who is thrown for a loss by the skirt, who is doing him dirt. The world is the stage is a world of entertainment.
que c'est triste Venise, au temps des amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux, et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes, inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, au temps des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus. Well, now I finally found you. Bee-bom, bee-bom, bee-bom. I'll be buzzing all around you. Bee-bom, bee-bom, bee-bom. You make my heart to flutter most. Bee-bom. You are the end, the uttermost. Bee-bom, bee-bom, bee-bom. Now you've got lips as sweet as honey. Tell you what I'll do. You can knock me down and steal my money, but I'll always kiss you. Well, now I finally found you. Bee-bom, bee-bom, bee-bom. I'll be buzzing all around you. Bee-bom, bee-bom, bee-bom. You make my heart to flutter most. Bee-bom. You are the end, the uttermost. Bee-bom, bee-bom, bee-bom. A bee-bom, 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 a bee-bom, bee-bom, bee-bom. Ka-ging, ka-ging, ging, 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 ging. Oh, bee-bom, a bee-bom, a bee-bom. Oh, bee-bom. Sie hat mir die Chance gegeben. Sie hätte ja damals auch ruhig sagen können, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie hat sich zwar einen Zettel, nicht einmal einen Vertrag oder irgendeinen Zettel unterschreiben lassen, wenn das nicht geht, wenn das irgendetwas völlig Mittelmäßiges und gar kein Talent ist, dann ziehe ich sie aus der ersten Woche heraus. Und ich
flog damals. Das war mein erster Flug von Köln nach Berlin. Zu diesen Probeaufnahmen. Es war ein Tempelhof. Da waren viele andere attraktive, hübsche, sexy Mädchen. Naja, und ich habe halt also meine Text gesagt und meine Probeaufnahme gemacht und hatte dann einen Monat keine Nachricht. Das heißt also, wir hatten keine. Meine Mutter hat ja doch auch gewartet, wie das Resultat sein wird, obwohl sie bestimmt nicht sehr dafür war. Und dann kam es endlich. Ich war also verzweifelt und habe mir gedacht, naja, also das wird bestimmt nichts werden, denn so lang, das müssten die doch früher wissen. Und dann kam es, das war im September, was weiß ich, vor über 10 Jahren jetzt, nicht? Kam das Telegramm, dass sie mich nehmen werden. Und dann habe ich, das war meine erste Rolle und dann ging es weiter. Für eine erste Rolle fabelhaft, das war eine große Rolle, es war eine wichtige Rolle. Das leidige Thema Sissi oder Marischka. Wenn Sie heute diesen Film denken, angenommen jetzt nicht in Distanz, einfach dran denken, haben Sie als Schauspielerin Ihrer Rolle genügt. Glauben Sie, dass Sie es so gut gemacht haben, wie es für den Film richtig war? Für Sissi? Ja. Absolut. Ich glaube, das war bestimmt richtig. Das hat absolut damals gestimmt. Ich kann das doch ruhig sagen. Ich habe ja der Beweis ist ja da. Es blieb ja nicht einmal nur in Deutschland dieser Erfolg, dieser 3 Filme, dieser Serie, sondern es ging ja bis Frankreich, es war ja überall in Europa ein Riesenerfolg. Ich war ja diejenige, die am allermeisten überrascht war, als ich das erste Mal damals zur Außenaufnahme, ich erinnere mich, von München nach Paris flog mit Keutner und Horst Buchholz für die Außenaufnahmen von Mon Petit. Einer der wenigen Nicht-Kostümfilme, die ich in Deutschland gemacht habe. Und die mir in München noch in Riem am Flugplatz sagten, du wirst sehen, da läuft Sissi dort, du wirst die Plakate sehen, du wirst sehen, was das für ein Volk ist. Ich habe gesagt, komm, mach doch keinen, das ist doch nicht in Frankreich, doch nicht die Franzosen, das ist doch alles völlig läppisch. Und ich habe das gesehen dort und sehe da meinen Namen ganz groß und Sissi und also in Französisch den Titel, keine Ahnung, ich hatte ja kein Wort Französisch gesprochen damals. Also, Herr Marischka, der ein wirklicher Freund war. Hat genau gewusst, was er will, als er mich engagierte für Mädchenjahre einer Königin. Das war der erste Film. Das war mein 3. und der erste Film mit Marischka. Er hat der hat ja nicht gesagt, ich engagiere da ich will da eine versierte Schauspielerin. Er hat dieses junge Ding unbewusst, das genau, und er hatte wohl recht behalten. Wir haben ja den Beweis. Alle Filme, die ich mit ihm gemacht habe, waren ein Riesenerfolg, ein Riesengeschäft. Wie das intellektuelle Publikum oder viele andere darüber denken, das ist etwas anderes. Wie ich jetzt darüber denke, ist auch etwas anderes. Was ich ihm und diesen Filmen zu verdanken habe, weiß ich. Sehr viel. Alles. Damit hat sie angefangen. Nicht? Aber genauso wie ich Ihnen jetzt sage, das war bestimmt richtig damals. Und es war bestimmt, das wollte man, das hat er von mir. Er war zufrieden, es war mein Regisseur. Den Leuten hat es gefallen, dem Publikum hat es gefallen. Also war es richtig. Mir hat es auch gefallen. Ich war selig. Ich war die Prinzessin nicht nur vor der Kamera. Ich war dauernd eine Prinzessin. Ich war fast 7 Jahre lang Prinzessin. Aber dann wollte ich es halt eines Tages nicht mehr sein.
Prinzessin. Wirklich war ich nie, aber man hat mich so verwöhnt. Das möchte ich damit sagen. So, es war entzückend, die Zeit war bezaubernd mit den Marischkas. Und ich möchte es nicht missen, aber genau, was ich sagen wollte vorhin, was ich so sicher ich Ihnen jetzt sagen kann, so sicher ich weiß, dass das damals gestimmt hat, so sicher kann ich Ihnen jetzt sagen, ich könnte es gar nicht mehr. Es wäre mir unmöglich, jetzt Sissi zu spielen. Ich hätte für die Leute, das wäre sicher, also so groß der Erfolg damals war, so groß wäre der Flop jetzt. Oder ich wäre stehen geblieben. Ja, auf einem Punkt immer. Und das ist wohl das Schlimmste. Die Gewohnheit und das Stehenbleiben und Faulheit. Genau, wie ich sagen könnte, ja, jetzt natürlich, ich kann mich doch draufsetzen auf den Erfolg. Ich habe ja zweimal in französischer Sprache Theater gespielt, ist doch fabelhaft, wunderbar. Das ist Jahre vorbei. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Es wird viel schwieriger hier sein. In deutscher Sprache? Tja. Bestimmt. Welche Rollen, glauben Sie, gingen? Welche Theater, welche Regisseure überhaupt, glauben Sie, kommen in Frage? Wer könnte Ihnen da helfen? In Deutschland wollen Sie auf alle Fälle oder in Österreich anfangen, natürlich. Das ist das. Für den Anfang, und ich will das nächste Mal, ich habe ja nur zweimal Theater gespielt und das eben in einer anderen Sprache. Und ich will das nächste Mal, wenn ich die Chance habe und wenn es mir gelingt, das Stück zu finden und das richtige, das Theater in Deutschland oder also in deutscher Sprache spielen, dann wäre meiner Meinung nach das Beste ein neues, modernes Stück. Also kann ich Ihnen nicht sagen, was. Das ist das Schwierigste zu finden. Es gibt weder in London noch in New York und noch in Paris im Moment, ich bin dauernd am laufenden Band informiert, irgendetwas, was sich lohnen würde, was richtig wäre oder was das wäre, was ich wirklich spielen möchte. In meiner Sprache. Wenn ich nicht ein neues, modernes Stück finde, dann schauen Sie, es gibt so viele Möglichkeiten für mich, so viele Rollen. Ich meine, das ist ja eigentlich schon fast langweilig, darüber zu sprechen. Man hat mich so oft gefragt, ich konnte und kann immer nur wieder dasselbe an, was man mir vorgeschlagen hat, was man mir angeboten hat. Die Julia, die Ophelia, das Gretchen, Kabale und Liebe, Käthchen von Heilbronn, aber ich kann mir nicht leisten, mit Shakespeare, mit Angst, das ist nicht möglich. Ich habe nicht die Erfahrung. Die Angst ist schon groß genug. Der Wunsch, Theater zu spielen in Deutschland oder am Burgtheater ist trotzdem noch größer. Aber es mir dann noch absichtlich noch schwieriger zu machen mit einem Klassiker, das wäre Wahnsinn.
Darauf kann man mir nur selbstverständlich sagen, du bist feige. Du willst es, dann riskier es. Ich hab ja auch riskiert. Das ist das Merkwürdige. Ich hab es riskiert. Ich kann ruhig sagen, geschafft. Damals in Paris und dann auf der Tournee mit der Möwe. In einer anderen Sprache, was bestimmt, und plötzlich jetzt erscheint es mir viel schwieriger, in meiner eigenen Sprache zu und habe viel mehr Angst davor, in meiner eigenen Sprache auf der Bühne zu stehen, als zum Beispiel morgen nach Paris zu gehen und in Französisch nochmal zu spielen. Das ist merkwürdig, aber vielleicht liegt es daran, dass ich so lange weg war und eigentlich 6 Jahre lang sehr wenig und selten Deutsch gesprochen habe. Und ich meine, man steht ja auf einer Bühne dann. Die Angst, das Lampenfieber, das ich habe, das kann ich Ihnen gar nicht beschreiben. Das kann ich Ihnen nicht beschreiben. Und zu dem Moment zu kommen, das Lampenfieber zu spielen, ist zu primitiv. Das Lampenfieber zu benutzen, da muss man sehr weit sein. Da muss man sehr viel Souveränität haben. Und das habe ich nicht auf der Bühne. Das kann ich noch nicht haben. Das ist unmöglich. Aber um in ein Stück, eine Rolle zu nennen, dann würde ich würde sagen, die heilige Johanna, Shaws heilige Johanna. Das, glaube ich, wäre vielleicht eine gute Idee. Das, glaube ich, ich würde sehr gern, das würde ich gern spielen. Die Macht. Und das gilt hauptsächlich für Amerika, für Hollywood, die einen Schauspieler hat. Die Macht. Brando, Sinatra. Nur als Beispiel. Haben, zum Beispiel. Nicht? Und oder eine Lorraine oder eine Elizabeth Taylor. Für die hat Tennessee Williams oder ich weiß nicht, welche großen Autoren sagen wird, ja, ich schreibe ein Stück. In der Position zu sein, dann ist es vielleicht etwas leichter. Aber wo stehe ich? Ich bin nicht traurig darüber, denn damit, mit dieser Macht und diesem Star System. Ich muss immer wieder dasselbe Wort sagen, denn ich glaube, das ist das Richtigste. Gehört so vieles dazu. Muss man fähig sein, so vieles zu akzeptieren und zu machen und zu leben, um dahin zu kommen, wozu ich unfähig bin. Absolut unfähig. Da muss ich mir dann also schon sagen, also entweder das oder das. Entweder du willst dieser Star sein und akzeptierst und bist dauernd überall zu sehen, was mir Herr Preminger mal gesagt hat, du hast das Zeug dazu, du hast das Talent. Wenn du die sogenannte Weltkarriere, Film, natürlich selbstverständlich nur Film, machen willst, dann dreh alles, was kommt, solange es nicht absoluter Dreck ist. Dreh alles. Ich habe ihm gut zugehört. Und er hat bestimmt recht. Fast 100%ig recht. Und ich habe es versucht und ich konnte es nicht. Ich weiß ganz genau, wenn ich akzeptiert hätte, mindestens 5, 6 Filme, die man mir angeboten hat, mit Partnern, die sowas von Box-Office sind, um dieses Wort zu gebrauchen, in Amerika und überall,
dann wäre ich jetzt woanders. Ich habe Ihnen gesagt, ich könnte es mir viel leichter machen. Ich hatte die Chance, vielleicht habe ich sie jetzt nicht mehr. Weil ich mir selber verpatzt habe, oder auch nicht. Was, das Bild? Ja. Es könnte mein Richter sein, nehme ich an. Ich kenne ihn, er ist überhaupt nicht groß. Er ist klein, fast wie ein Zwerg. Aber schauen Sie an, wie man ihn hat malen müssen. Er ist eitel. Natürlich, wie jeder hier. Bitte, ich hatte eine kleine Rolle, aber Sie haben es vielleicht gesehen. Sie haben es mögen. Und ich weiß, ich war gut. Und ich würde mir wünschen, Sie wüssten, wie es war. Sie wären dabei gewesen. Sie wären eine kleine Maus gewesen, irgendwo in einer Ecke und hätten zugeguckt, zugehört, wie es war. Die Angst, die ich hatte, diese Fragen, das dauernde Fragen, das dauernde Probieren wollen. Und dann diese ungeheure Stimme, die gesagt, shut up, do it, just do it, go. Und dann die erste Vorführung. Ich sagte, nein, keine Vorführung, eine wirst du sehen. Und ich habe sie gesehen und ich habe mich nicht erkannt. Ich schwöre es Ihnen, wirklich, so war ich es. Ich habe mich nicht erkannt. Ich habe mich nicht erkannt. Ich habe gesagt, wer? Das ist doch nicht wahr. Genau so war es. Selbstverständlich. Doch nicht ich? Doch nicht ich? Er. Ich habe mich nicht erkannt. Die vielen Vorführungen, die ich gesehen habe, immer wieder nicht schlafen können, wenn ich keine Vorführung gesehen habe. Nie zufrieden. Und das war das erste und das einzige Mal bis jetzt. Ich gesagt habe, das ist nicht wahr. Entsetzlich, es ist hässlich, es ist grässlich, es ist fürchterlich. Aber that's me. Ich habe gesagt, gut, bitte, das ist die. Eigentlich habe ich sie dir versprochen, das sie gesehen und jetzt los, keine mehr. Und er hatte recht, ich werde in keine Vorführung mehr gehen. Be paid. Oh, das war fabelhaft, die Arbeit. Eine Woche. 10 Tage. Nicht mehr. Und er hat mir nicht mal die Rolle angeboten, die ich gespielt habe. Ich sollte die Rolle spielen, die Elsa Martinelli gespielt hat. Weißt du, warum der Advokat eingewiesen hat? Ich habe das Drehbuch gelesen. Ich war noch auf der Tournee. Ich war noch auf Tournee mit der Möwe. Noch in einem hoffnungsvollen Stadium. Und bekam das Drehbuch, den Brief von Wells. Und sagte, die Rolle. Später schon sehen. Und ich habe telegrafiert, wir haben telefoniert, wir haben geschrieben und gesagt, die Leni, die. Oh, er empfängt mich auch. Und das war der andere zugesandt. Nur man weiß nie wann. Das ist so nervig. Ach, das man weiß nie, wann er gewillt ist, einen zu empfangen. Es ist jederzeit möglich. Am Tag, in der Nacht. Und wenn ich nicht sofort zur Stelle bin, wenn er gesagt hat, dass er mich zu sehen wünscht, dann habe ich meine Chance verpasst. Dann muss ich noch einmal so lange warten wie vorher. Darum lasse ich Sie ja hier schlafen. Ich fürchte, man wird sehr abhängig von seinen Advokaten mit der Zeit. Die Wahrheit ist, er hat's gern. Wahrscheinlich nicht das Warten. Aber Sie schlafen gern hier, nein? Oder nicht? Gut. Wollen Sie sein Zimmer sehen? Na schön. Ich habe ihn dazu gebracht, dass er den Hustler gespielt hat. Ich! Der will doch gar nicht mehr spielen. Hasst es. Genauso wie er es hasst, wenn man von Citizen Kane oder früheren Filmen spricht, die er gemacht hat. Hauptsächlich Citizen Kane. Hasst es. Erste Leseprobe.
Dreimal, viermal, immer wieder dieselbe Szene. Diese Leni und der Anwalt. Sie hatten noch keine. Charles Lawton, Courtney und Pierre Frenet. Die drei stand zur Diskussion. Das war nicht mehr. Charles Lawton war dann... Er war ruhig und hat brav ist gestorben. Frenet konnte nicht und Courtney konnte nicht. Oder Courtney wollte nicht, das weiß ich nicht mehr. Weil er mich sonst bei der Arbeit belästigt. Da ist er ja sowieso immer. Also du kannst mir keine Auskunft geben, was er gemacht hat. Ich schaute von Zeit zu Zeit durch den Ventilator. Er kniete auf seinem Bett und studierte das Buch von Ihnen. Es war nicht hell im Zimmer und dass er trotzdem las, zeigt, dass er tut, was man von ihm verlangt. Hat er verstanden, was er gelesen hat? Naja, er verfolgte die Zeilen mit seinem Finger. Alles, was ich weiß, ist, dass er immer nur dieselbe Seite gelesen hat. Das Buch ist sicher schwer zu verstehen. Ja. Es ist ein wissenschaftliches Werk. Es soll ihm wenigstens eine Ahnung geben von den Komplikationen, durch die ich mich seinetwegen zu kämpfen habe. Und während dieser Probe, genau, Hakim Tamirov, Tony Perkins am Tisch saß. Ich war hier und Wells war da. Jetzt neben mir. Und dreimal immer wieder dieselbe Szene gelesen. Das war eine Woche bevor ich überhaupt zu drehen hatte. Und dann habe ich ihn immer unterbrochen. Und er hat gesagt, go on. Und ich habe ihm gesagt, you must play it. There is only one hustler, you must play it. Und ich habe es gekriegt nach der dritten Leseprobe. Er hat es gespielt. Aber $1 dafür bekommen. Und noch für eine andere Idee. Das ist nicht interessant. Aber noch für eine andere Idee. Und das kam aber nur von ihm alles. Während einer Szene, ohne Probe, während einer Szene, etwas, das plötzlich, das passiert. Und der sagt, just hold it, do it, we go. Und das war mein $2. Ich kann mich genau erinnern, es war nichts mit Dialog, gar nichts. Nur ein winziger Nichts, ein Nichts. Sie weiß es, das stimmt. Wirklich, ja. Also nicht, dass es etwas übertrieben wie irgendjemand irgendwo, ich weiß nicht mehr wo und ich weiß nicht mehr, wer mal geschrieben hat, Coco Chanel hat sie außer dem, was Anziehen betrifft und Mode, denn es gibt gar keine Mode bei ihr, sondern es gibt schlechten oder es gibt guten Geschmack, es gibt Geschmack oder es gibt keinen. Mich also gelehrt, welche Männer und nicht und was und so weiter, also was völlig unsinnig ist und völlig lächerlich, das ist selbstverständlich, das ist also alles auch immer verdreht und immer verzerrt worden, aber sie ist eine faszinierende Frau und sie war ganz besonders reizend zu mir, er hat mich empfangen damals und so weiter, aber ich meine, es ist nicht sehr, sehr viel mehr. Sie hat sich dann auch den Film angesehen und ich habe meine eigene Kollektion Chanel. Gut, schön. I've been thinking about you. Aber ich habe das Bedürfnis, einen Platz zu haben, der mir gehört, wo ich meine Ruhe habe, wo ich hingehen kann.
Naja, das machen ja alle. Vor allem versuchen Stirnfransen oder was weiß ich. Und ich habe immer wieder, das habe ich oft, so lange, ganz lange, bis in die Augen. Steht mir sehr gut. Sehe aus wie alle anderen. Und nach 2 Stunden macht es mich wahnsinnig nervös und ich nehme die Haare immer wieder zurück. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, au temps des amours morts.